Moin Freunde, ich bin hier in den Bayous, genauer gesagt in Yuma, in Louisiana. Ja, was sind Bayous? Bayous ist eigentlich so ein Oberbegriff für langsame, sumpfige Flüsse oder Seen. Und jeder kennt die Bilder, egal ob man da war, diese Sumpfzypressen, diese Sumpfkiefern. Und dann dieses Moos, was da von den Bäumen hängt. Sieht schon ziemlich geil aus, das ist ein ganz spezielles Flair hier. Und die Bäume sehen tot aus im Moment, ja, sind sie aber nicht. In 2-3 Monaten werden sie noch grün. Aber es ist eine richtig geile Jahreszeit hier. Viele Krokodile, viele Adler sind wirklich hier. Weißkopfseeadler, das ist schon richtig geil hier. Ja, dieses Moos, was von den Bäumen hängt, das sieht man hier überall. Das wird auch als spanisches Moos betitelt. Ja, warum spanisches Moos? Ja, Spanien kommt es natürlich nicht, aber Louisiana war früher besiedelt von den Spaniern. Und der Sage nach soll hier ein spanischer Entdecker, Abenteurer, eine indianische Prinzessin gejagt haben. Und sein großer Bart, sein großer weißer Bart, hat sich in den Bäumen verfangen. Und deswegen sagt man, das erinnert daran, das nehmen wir einfach spanisches Moos. Daher kommt es tatsächlich. Ob es stimmt, weiß man nicht. Man kann es auch einfach Louisiana-Moos nennen. Das ist schon sehr prägend hier. Dafür ist das Sumpfgebiet hier bekannt. Das ist schon richtig geil in den Bayous. Es ist eine Reise wert. So when they first bloom, they start forming a cotton in the center, and in the cotton is little seeds. So when the wind blows it into other trees, whatever tree it lands in, it starts growing more Spanish moss. If you look around, it doesn't just grow in oaks, it doesn't just grow in cypress, it grows in just about every tree there is. Because of the humidity here in this area, it grows so well. Also, this is Spanish moss when it gets very old. I got lucky when I found this. This is very, very old Spanish moss, and these fibers was used by the soldiers in the Civil War. When we was fighting the Civil War in the mid-1800s, the soldiers would take these fibers, clean them up, boil them to sanitize them, and they would use it for stitching if they had a bullet wound or a stab wound. Any nurses or doctors on the boat? Nurses, doctors, no? All right, I had a college professor on the boat, taught right here at Nichols College. He said, I didn't know that. I go, well, you a professor? I said, I'm a high school dropout. I know more than you. Freunde, ich bin hier in Oak Alley. Das ist eine fast 200 Jahre alte ehemalige Zuckerrohrplantage, wo damals natürlich Sklaven beschäftigt wurden. Und dieser Ort lädt natürlich dazu ein, nochmal zur Selbstreflexion, das Ganze nochmal zu bearbeiten, damit das Ganze nicht in Vergessenheit gerät. Hier direkt vor mir sind die alten Behausungen zu sehen, wo die Sklaven früher gelebt haben. Ja, wenn man sich das mal vorstellt. Hier haben sie einfach in der Behausung geschlafen und konnten den ganzen Tag einfach nur arbeiten. Ob sie wollen oder nicht. Der Gedanke ist schon ziemlich pervers. Und das Schlimme ist, es ist noch gar nicht so lange her. Ja, wie man sich das vorstellt, ziemlich spartanisch gehalten.
Kleine Kochstelle. Tja, rustikales Bett. Ja, schon unvorstellbar, ne? Die Plantage ist außerdem berüchtigt, wie der Name schon sagt, für die Eichenallee. Die Eichen sind knapp 300 Jahre alt. Schaue ich mir auch gleich mal an. Bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Leute, das sind hier die besagten Eichenbäume, Live Oak Trees. Sind 250 bis 300 Jahre alt. Und der Unterschied zu den Eichen, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, ist einfach, dass diese hier ganzjährig grün sind. Deswegen auch Live Oak. Werfen keine Blätter ab im Winter oder im Herbst. Ja, und die sind das ganze Jahr grün, weil hier so ein hoher Wasserspiegel ist hier unten in der Erde. Sehen echt wunderschön aus. Die Äste auch, wie die hier auf dem Boden wachsen. Die Live Oak Trees können bis zu 1500 Jahre alt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das hier vor uns ist das Herrenhaus. Und da haben die Eigentümer dieser Länderei gewohnt. Und aufgrund der 28 Oak Trees in dieser Oak Alley hat sich der Besitzer dazu entschieden, 28 Säulen zu verbauen und 28 Fenster. Der stand wahrscheinlich irgendwie auf 28. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Ich hatte eben auch eine kleine Führung durch dieses Haus. Da drin ist aber irgendwie Film verboten, deswegen konnte ich das nicht wirklich machen. Aber hier ist heute nichts los. Das war eine private Führung, die hatte sehr viel Know-how. Hier haben damals über 220 Sklaven gearbeitet. Ja. Und es war billiger natürlich, wenn die Kinder bekommen haben, als immer neue Sklaven zu kaufen. Früher hat man ab 10 Jahre als erwachsen gegolten und durfte dann schon arbeiten. Man wurde getrennt von der Familie. Schon ein perverser Gedanke, ne? Mit 10 Jahren, tschüss, geh mal arbeiten. Irgendjemand bestimmt das einfach. Ist pervers. Ist richtig pervers. Nichtsdestotrotz ist dieses Anwesen wunderschön hier. Dort hinten, da sieht man noch so ein paar Ruinen. Da war auch der Küchenbereich. Die Küche, die war außerhalb. Wegen der Hitze und wegen Feuergefahr hat man außen gekocht. Ansonsten war hier überall die Zuckerrohrplantagen. Hauptsächlich hinter diesem Gebäude. Da gehen wir gleich mal hin. Bei den Baracken sozusagen, wo die Leute gelebt haben. Da waren die meisten Plantagen. Ja, die letzte Bewohnerin hier in diesem Herrenhaus war Josephine. Und die ist mit 93 Jahren 1972 gestorben. Und hat das Ganze vorher schon öffentlich gemacht und diese Organisation hier gegründet, dieses Wahrzeichen, und hat tatsächlich auch die ersten Touren hier veranstaltet. Hier auf der Rückseite des Herrenhauses, hier ist das Herrenhaus nochmal, gibt es auch nochmal Live Oak Trees. Die sind aber nur 150 Jahre alt. Und da vorne haben wir wieder die Baracken, wo die Sklaven gehaust haben. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ist noch gar nicht so lange her. Sklaverei wurde in den USA 1865 verboten, nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Tatsächlich haben da auch sehr viele Schwarze halt
gekämpft. Danach wurde es verboten. Hier sind wieder die Unterkünfte. Ist natürlich nicht mehr im Originalzustand, dafür ist es einfach zu alt. Die wurden natürlich restauriert und wieder neu hergerichtet. Ja, hier sind die Toiletten. Ja, und auf den ganzen Ländereien hier und hier und dann die Zuckerrohrplantagen. Ergo haben sie hier einfach geschlafen, gegessen. Ja, und gelebt. Um dann einfach aufzustehen und hier wieder zu arbeiten den ganzen Tag und ausgepeitscht zu werden. Also das ist schon irgendwie ziemlich pervers. Ziemlich pervers. Tja, mit 10 Jahren, wie gesagt, waren die Kinder erwachsen und mussten arbeiten. Ja, Kochstellen sieht man hier noch. Ja. Schon verrückt. Es ist schon verrückt. Ja, verrückt. Die müssen hier einfach irgendwie neben der Hütte kochen. Und der Herr im Haus da hinten, der wird bekocht. Auch von Sklaven. Die haben dann noch im Speisesaal so eine, wie soll ich sagen, so eine Apparatur an der Decke hängen. Das ist einfach, da konnte ich jetzt keinen Film machen. Das ist einfach, was soll ich sagen, das ist ein Holzteil, das hängt so an der Decke runter, so wie so ein großes Brett, sage ich mal. Und das wurde verbunden mit einem Seil bis in die Ecke. Tatsächlich stand ein kleines Kind und wurde dazu verpflichtet, die ganze Zeit an diesem Seil zu ziehen. Dann hat sich das Holzteil, das Holzstück bewegt und so die Fliegen auf dem Esstisch vertrieben. Muss man sich mal vorstellen. Ja, hier sieht man ein Bild von einem normalen Arbeitstag oder ein Jahr. Im Januar haben sie Zuckerrohr gepflanzt. Bisschen Holz geschlagen, im Februar auch Zuckerrohr gepflanzt, Mais gepflanzt, dies gepflanzt. Es wurde immer nur gepflanzt und irgendwas repariert. Straßen repariert, Teiche gesäubert und so weiter und so fort. Dezember hat dann das Grinding geendet, also sozusagen die Ernte. Und die haben hier tatsächlich in 18 Stunden Schichten gearbeitet. Das ist fucking crazy. Das ist echt. Grinding begins Oktober, November, Dezember endet es. Hier haben sie hauptsächlich geerntet in 18 Stundenschichten. Das ist so verrückt. Das ist einfach verrückt. Hier sieht man noch die ganzen Fußfesseln und so weiter. Das ist schon... Alter, guckt euch das mal an. Ey. Scheiße. So ein Ding will ich auch nicht um meinen Hals haben. Das ist so pervers. Guckt euch das mal an, Leute. Da kommen irgendwelche reichen Leute und sagen, du arbeitest jetzt hier. Und die fesseln dich damit. Wenn du nicht gehorchst, kriegst du das hier noch um den Kopf rum. Tja, Leute. Muss eine schlimme Zeit gewesen sein. Ich wiederhole mich. Aber ich hoffe, euch hat das Ganze hier trotzdem gefallen. Das war's hier in Oak Alley. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick erhalten. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo und ein Like da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Ciao.